Wir starten mit einem ordentlichen Schuss Pflanzenöl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze. Dann kommt eine fein geschnittene Zwiebel rein. Dazu eine Prise Salz und ein fetter Löffel Honig. Jetzt heißt, schön rühren, damit sich alles verbindet. Du willst, dass die Zwiebel dunkel wird, fast schokoladig. Das ist pure Umami-Magie. Während das wie auf dem Nachtmarkt duftet, schnappt ihr ein gutes Stück Rinderfilet. Genau, mit Lomito ist Filet gemeint. Geschnitten wird in etwa 1 cm dicke Scheiben, damit es flott geht, aber mit Röstaromen außen und innen saftig. Beim Würzen halte ich es ganz simpel mit Salz, aber fürs Anbraten nehme ich gerne Schweine- oder Rinderschmalz. Denn das Fleisch muss echt scharf angebraten werden. Du weißt ja, je dünner das Fleisch, desto stärker muss die Hitze sein, damit das Fleisch schnell on point ist und nicht trocken wird. Weiter geht's mit dem Brot. Ich liebe mexikanisches Telera-Brot. Außen knusprig, innen fluffig, perfekt für Sandwiches. Aufschneiden, Butter drauf und ab in die heiße Pfanne, bis die Schnittfläche goldbraun ist und leicht knistert, wenn du mit dem Finger drauf klopfst. Übrigens, dieses Sandwich ist vor allem in Argentinien und in Uruguay verbreitet. In Argentinien heißt es Sandwich de Lomito und in Uruguay heißt es Chivito, obwohl kein Chivo, also keine Ziege drin ist. Warum? Habe ich noch nie verstanden. Jetzt eine Käseaktion. 2 oder 3 Scheiben Kochschinken in die Pfanne, Käse oben drauf und zusammenfalten, bis der Käse richtig schmilzt. Das riecht jetzt schon nach Iss mich sofort. Aber es fehlt noch Eier. 1 oder 2 Spiegeleier mit schönen weichen Dötter. Der muss natürlich beim Reinbeißen ein bisschen rauslaufen. Sonst zählt's nicht als echtes Sandwich-Erlebnis. Nun schnappt ihr eine getoastete Brothälfte, streiche großzügig Mayonnaise drauf oder dein Lieblings-Sandwich-Dip. Das hier ist mein absoluter Lieblingsdressing für Sandwich de Lomito und der geht ganz flott. Einfach gleiche Anteile von Mayo, Senf und gezuckerter Kondensmilch. Gut umrühren und fertig. Dieser Dip ist einfach, aber schmeckt mega. Dann die süße Zwiebel drauf. Frischer Blattsalat. Aber wenn du das Video bis dieser Stelle gesehen hast, dann sei bitte so nett und lass mir einen Like da. Das hast du schnell hinter dir und hilft mir schon echt viel. Dicke Tomatenscheiben und eine Prise Salz. Jetzt die Filetscheiben und die Schinkenkäsepäckchen. Und ganz oben das Ei. Deckel drauf, aber vorher natürlich noch ordentlich Mayonnaise oder Dip drauf klatschen. Dieses Sandwich ist eine Geschmacksexplosion. Süß, salzig, fleischig, saftig, cremig. Aber ohne das beste Sandwichbrot der Welt wird natürlich nix. Also schau dir unbedingt mein Video zum Telera-Brot an.